Ich hoffe, ihr versteht das alles, was ich erkläre, weil heute habe ich keine Fachbegriffe, sondern versuche einfach, das, was ich empfinde oder das, was ich wahrnehme, in Worte zu fassen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Bitte seid mir nicht böse, wenn es nicht so ist. Schwierig. Hi, ich bin Lisa. Herzlich willkommen auf dem Planeten ASB. Schön, dass du hier gelandet bist. Heute will ich mit euch darüber sprechen, wie ich Stimmungen wahrnehme. Das heißt, wenn ich in eine Art Gruppenkonversation komme oder da schon drin bin, wie ich mich da verhalte. Und natürlich werden wir heute das viel gefragte Thema Gefühle behandeln. Fangen wir doch mal mit dem Thema Stimmung an. Und zwar wollte ich darauf hinaus, dass wenn ich über etwas nachdenke, ich eine wichtige Information in meinem Kopf habe und ich das so unbedingt loswerden will, dass ich dann, wenn ich in einer Gruppe bin oder gerade zu einer Gruppe dazu stoße, nicht genau weiß, wann lasse ich diese Information jetzt los. Sie ist so immens wichtig in meinem Kopf. Ich möchte sie einfach direkt loswerden und kann dann die Stimmung nicht wahrnehmen, ob die Menschen gerade gut gelaunt sind, schlecht gelaunt sind, ob sie diese Information hören wollen, ob das gerade zur Interaktion der anderen irgendwie passt oder nicht. Das ist mir dann in der Situation irgendwie nicht so richtig bewusst. Und dann sprudelt es einfach so aus mir heraus und die meisten Menschen empfinden das als egoistisch und unhöflich und mir geht es aber meistens besser, wenn ich dann einfach so drauf losquasseln kann. Nehmen wir einfach mal das Beispiel. Ich war bei meiner Mama eingeladen, die hat ein Abendessen veranstaltet, es waren Freunde von ihr da und im Vorfeld habe ich so viele Dinge angehäuft, die ich ihr erzählen wollte, weil wir uns lange nicht gesehen haben, dass ich mit diesem extremen Gedanken, oh, das musst du ihr unbedingt erzählen, dahin gefahren bin, reingeplatzt bin in die Situation und es mir überhaupt nicht bewusst war, dass ich so rums in den Raum gekommen bin und einfach komplett präsent war, sodass sich die anderen davon gestört gefühlt haben, weil ich unbedingt Mama das erzählen wollte. Und natürlich ist das den anderen so ein bisschen sauer aufgestoßen. Im Nachhinein kann ich das auch verstehen, aber in der Situation habe ich da irgendwie kein Feingefühl für. Das stört natürlich auch so ein Stück weit meine Kommunikation zu anderen, weil ich dann nicht verstehen kann, weil ja die Information in meinem Kopf so wichtig gewesen ist, dass andere Menschen das als unhöflich oder egoistisch wahrnehmen, weil es war doch wichtig. So, wie soll ich das anders erklären? Ja, und das ist jetzt jahrelange Übung, dass ich mich, sage ich mal, auch ein Stück weit zurücknehme und versuche darauf zu achten, wenn die Menschen aufgehört haben zu sprechen, erst dann anzufangen zu sprechen und zu versuchen, okay, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eine unabhängige Information, die jetzt unabhängig von diesem Gespräch, was die anderen hatten, ist, wann ist es richtig, das loszulassen? Und oftmals finde ich dann halt auch einfach kein Ende. Und meistens ist es dann halt auch so, dass die Menschen mich darauf hinweisen, dass ich zu viel oder zu lange rede, wenn es dann eigentlich schon zu spät sind und alle genervt sind. Und deswegen versuche ich mich da so ein bisschen auch zurückzunehmen und darauf zu achten, dass ich mich kurz halte, weil ich sonst halt eben anfange zu monologisieren. Also egal, ob es mein Spezialinteresse betrifft
oder halt Dinge, die gerade in meinem Kopf so extrem vorherrschend sind. So, und als kleiner Nachtrag, mir ist es natürlich total wichtig, dass die Menschen keinen falschen Eindruck von mir bekommen. Ich möchte nicht, dass sie denken, ich wäre eine total egoistische und nur auf mich konzentrierte Person. Das bin ich ja nicht. Nur halt eben in der Situation habe ich da irgendwie kein Feingefühl. Und dieses Feingefühl glaube ich auch nicht, dass ich das erlernen kann. Sondern ich muss mich im Grunde genommen zwingen, mich zurückzunehmen, und das funktioniert eigentlich mittlerweile ziemlich gut und das finden die Menschen auch total toll. Sie wertschätzen das sehr, dass ich da versuche, darauf zu achten, mich in die neurotypische Kommunikation mit einzubinden. Und das Gleiche mit diesem, dass es unhöflich ist, egoistisch ist und dass ich eine negative Resonanz bekomme von meinen Mitmenschen, genau das Gleiche habe ich mit Gefühlen. Das wäre nämlich jetzt das andere Thema. Ist das schwierig? Also es gibt durchaus Situationen, da habe ich Gefühle, ich kann sie nur nicht einordnen und muss sie halt eben im Nachtrag so ein bisschen analysieren, und das bekommt mein Mitmenschen nicht so gut. Sie denken dann, ich wäre kühl, abweisend, unemotional, und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Absicht. Das kann halt einfach für die meisten Menschen befremdlich wirken, weil sie das nicht kennen, dass jemand gar nicht oder anders auf Dinge reagiert, wie sie es normalerweise von neurotypischen Menschen gewohnt sind. Und außerdem erhalte ich diese negative Resonanz von Menschen auch, wenn ich zum Beispiel in der Sekunde nicht die Emotion habe, die Menschen von mir erwarten, weil es vielleicht gesellschaftliche Konvention ist. Ich weiß dann halt eben, okay, ich sollte mich freuen, aber ich freue mich dann irgendwie nicht. Bestes Beispiel ist, ich habe meine Mama jahrelang damit verletzt, dass ich mich nicht gefreut habe, wenn sie mir zum Beispiel was zum Geburtstag geschenkt hat oder wenn sie mir was Tolles von ihren Reisen erzählt hat. Dann habe ich das einfach als wertvolle Information verbucht und dann war das für mich in Ordnung. Ich war dann nicht so extrem enthusiastisch, weil ich die Emotionen in der Sekunde halt einfach nicht hatte. Vielleicht kommt das im Nachhinein und manchmal bleibt es halt wirklich komplett weg, weil warum soll ich mich freuen, wenn ich das dann in der Sekunde nicht spüre, nur weil der Mensch das vielleicht von mir erwartet. Soll ich das faken? Ich weiß nicht. Jedenfalls ist es halt so, dass ich gelernt habe, das bei fremden Menschen durchaus zu machen, also mich im Grunde genommen so ein Stück weit zu verkaufen, dass ich genau weiß und abschätzen kann, okay, da sollte ich vielleicht ein bisschen Mitgefühl in meine Stimme hineinlegen oder okay, da sollte ich vielleicht mich freuen und enthusiastischer auf das Gesagte reagieren. Muster und Strukturen, was mein Verhalten und meine Sprache angeht, werde ich natürlich irgendwann in einem Video erklären. Das war jetzt nur so ganz leicht angerissen, damit ihr so ein bisschen verstehen könnt, dass ich durchaus gewillt bin, an mir zu arbeiten und vielleicht Dinge anzupassen, damit sie sich so ein bisschen in die neurotypische Welt einfügen. Einfach damit ich besser klarkomme, nicht so viele Missverständnisse aufkommen. Und zu guter Letzt gibt es noch die Situationen, wo ich viel mehr Emotionen verspüre. Vielleicht auch in den Situationen wie neurotypische Menschen, aber vielleicht auch in anderen Situationen, wo neurotypische Menschen überhaupt gar keine Emotionen dazu haben. Und dann fange ich einfach lauthals an zu lachen, finde irgendwas extrem witzig oder extrem traurig und das kann ich dann einfach manchmal auch nicht kompensieren
und kann eventuell auch in einen Overload rutschen. Denn auch Emotionen können Reizüberflutungen hervorrufen und manchmal passiert es mir halt, dass ich in eine Art Schockstarre oder einen inneren Kampf gegen mich selbst verfalle, den man von außen eigentlich gar nicht so wahrnimmt. Einfach weil ich Angst habe auf die negative Reaktion von anderen Menschen, wenn ich denn unter anderen Menschen bin. Und deswegen versuche ich das in mir selbst so ein bisschen auszumachen und wirke vielleicht dadurch auch kühl oder distanziert, obwohl gerade die Hölle bei mir im Kopf los ist. Also egal ob positiv oder negativ. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich euch so ein bisschen in meine emotionale Welt entführen konnte, dass Autisten durchaus gefühlvolle und emotionale Menschen sind. Vielleicht nicht dann in den Situationen, wenn ihr es von ihnen erwartet, aber sie sind nicht kühl, unemotional. Klar, Autisten können rational sein und mathematisch analytisch, aber wir sind auch nur Menschen. Klar haben wir eine Seele, Emotionen und wir sind nicht abgestumpft. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt mir das bitte unten natürlich wieder in die Kommentare. Ich bin da extrem aktiv, das wisst ihr. Ich versuche, alle Fragen, die ich beantworten kann, auch zu beantworten oder halt eben mit in meine Videos einfließen zu lassen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich doch und gebt dem Ding einen Like, weil dann kann ich sehen, wie euch das Video gefallen hat, was ich vielleicht eventuell in dem Stil nochmal machen kann, weil das ja heute eher so eine Art emotionalere Sicht war und nicht so viel mit so extremen Fachbegriffen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Schwierig. Jetzt geht mir schon wieder die Düse. Dass ich schon wieder kaum Luft kriege. Okay. Okay. Ich würde euch noch gerne so viel darüber erzählen, aber es geht halt einfach nicht. Ich verliere meine Witze. Boah, Captain, ey.